Ein wunderbares Derby im Westen, Essen gegen Duisburg. Mein Gott, das hört sich schon nach Bundesliga an, ist aber traurigerweise dritte Liga. Ganz zu Beginn nochmal die Aufforderung an euch. Es läuft ja aktuell die EAFC 25 Karriere-Modus-Voting-Phase wieder. Wenn ihr also noch nicht mitgemacht habt, schaut mal bei dem Video, das ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort sammeln wir erstmal wieder Mannschaften. Ihr stimmt wieder ab und dann werden irgendwann die 4, 5 besten Teams nochmal in die zweite Voting-Phase im Community-Tab kommen und dann, ja, wird final entschieden, welche Mannschaft ich nehme. Dann bin ich auf einen Kommentar aufmerksam gemacht worden oder beziehungsweise habe ich einen Kommentar gesehen von jemandem, der gesagt hat, also er feiert diese Karriere, würde es aber auch, oder hätte es gut gefunden, wenn ich das ein bisschen realistischer gestaltet hätte. Er spielt darauf an, wahrscheinlich, dass ich so viele freie Spieler geholt habe. Dann habe ich ihm auch geschrieben, ich verstehe auf jeden Fall seine Sichtweise, seinen Aspekt. Also klar, dass ich mir nicht hier nur freie Spieler geholt hätte am besten, sondern wie gesagt mit der Mannschaft gespielt hätte, die ich von Anfang an hier bei Duisburg hatte. Das verstehe ich natürlich auch, ne? Realismus schön und gut. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit bis EAFC 25. Ich wollte noch eine Saison machen, einfach so zur Zeitüberbrückung. Habe euch abstimmen lassen. Ich habe gesagt, ich will aus dieser einen Saison das Bestmögliche rausholen, das Maximale. Und da habe ich mich halt mal an die freien Spieler rangemacht. Ne, um halt hier wirklich die bestmögliche Mannschaft aufzustellen, um dann hoffentlich auch aufzusteigen. Es sieht ja momentan auch wirklich gut aus. Wir fegen ja quasi durch die Liga. Selbst die Simulationen, die sind auf unserer Seite, die gewinnen wir. Bis auf das Spiel gegen Dortmund 2 haben wir ja im letzten Part 3 Spiele gewonnen. Heißt natürlich nicht, dass wir hier nicht auch mal mit einer Niederlage vom Platz gehen. Achtung, erste Chance für RWE. Rot-Weiß Essen. Genau, das wollte ich nur sagen. Ich lese ja auch eure Kommentare, die paar Kommentare, die ich dann auch mal bekomme. Achtung, erste Chance für Essen nach einer Ecke. Und die Führung. So schnell kann es gehen, auch nach einer Ecke. Viele Duisburger Fans, natürlich, mitgereist sind nicht viele Kilometer, aber trotzdem, das war natürlich ein bisschen bitter. Der Kopfball gut gehalten und dann... Ja, weiß ich nicht. Kommt Fröde da nicht ran, obwohl der eigentlich hätte rankommen müssen. Ich meine, der ist viel, viel größer als der Torschütze, dessen Namen ich immer noch nicht gesehen habe. Mustafa Kuruma. Wahrscheinlich, ja, erstes Tor. Ich wollte es doch nicht sagen. Erstes Tor im 7. Spiel. Sehr, sehr geil. Ja, genau. Also, es ist nicht mehr weit. EAFC 25. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, welches Team es wird. Es waren schon ein paar sehr, sehr interessante Mannschaften mit dabei. Preußen Münster, unter anderem Alemannia Aachen, ne? Rot-Weiß Essen, ne? Unser heutiger Gegner ist auch mit dabei zur Abstimmung. Aber natürlich auch wieder Eintracht Frankfurt, ich glaube der SC Freiburg. Da fehlen bestimmt noch ein paar Mannschaften. Real Madrid ist auch mit dabei. Ihr könnt ja darüber bestimmen, ne? Also schreibt gerne euren Lieblingsclub noch bei dem entsprechenden Video unten rein, das ich euch unten mal verlinken werde. Und dann stimmt ab und dann werden wir es schon bald wissen und schon bald erfahren, welches denn unser Verein sein wird für die allererste Saison. Ja, und hier sind wir noch nicht so gut im Spiel drin. Also Rot-Weiß, ja, komm, sag ich schon, Fehlpass. Rot-Weiß Essen, die führen nicht ganz unverdient. Aber wir werden unsere Qualität ja auf jeden Fall irgendwie ausspielen, hoffe ich. Oh, aber nicht mit solchen Fehlern hier. Und dann steht die Abwehr ganz schön offen. Klar, ich habe natürlich auch offensiv aufgestellt, also dass die Außenverteidiger mit nach vorne gehen. Das habe ich auch so gewollt eingestellt. Aber jetzt stehen wir natürlich zu sehr offen hinten. Nächste Chance, Fröde. Jetzt muss er durchlaufen. Oh, nee. Und das Typische, man kommt nicht am Gegner vorbei, weil man 2-3 Meter Radius halt einfach nicht verwenden kann, warum auch immer. Das muss ganz anders funktionieren. Oh, aufgepasst, da kommen wir wieder nicht rein. Nächste Chance, RWE. Vielleicht muss ich doch mal was umstellen. Vielleicht muss ich doch die Außenverteidiger nicht mit nach vorne schicken. Ich glaube, das ist vielleicht ein großer Fehler. Ich lasse die mal hier auf ausgewogen, sondern aber trotzdem übergreifen. Und hier mache ich zumindest mal Fröde, dass der hinten bleibt. Das lasse ich mal alles so. Ja, zentral orientiert. Wir brauchen halt vorne jemanden drin. Vielleicht doch nochmal ein bisschen höher stehen, auf 72. Vielleicht war das mit den Außenverteidigern nicht so eine gute
Variante. Einfach mal probieren, einfach mal gucken. Aber Achtung, wieder Eckball, wieder Kuruma. Und diesmal ist Malagon da. So, jetzt. Nächster Versuch. Aber RWE, die machen das auch vorne gut. Die machen Druck. Aber rücken dann auch manchmal zu schnell mit den Verteidigern raus. Und dann gibt es Platz für Quinones. Der Top-Torschütze bislang. Ich glaube, 10 Tore hat er bislang schon gemacht. Viele davon in der Simulation. Aber er wird auch noch hier während der Live-Spiele ein paar machen. Wir haben ja jetzt die nächsten Spiele. Habe ich ja im letzten Part schon gesagt, die werden wir live machen. Da spielen wir unter anderem gegen, wie gesagt, heute Rot-Weiß Essen. Dann Erzgebirge Aue auch mit dabei. Die stehen oben in der Tabelle. Dann haben wir noch Dynamo Dresden. FC Ingolstadt ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Also deswegen wird es auch ein paar Live-Spiele geben. Und jetzt gibt es wahrscheinlich gleich den Ausgleich über Quinones. Muss er alleine machen. Und den macht er. 1-1. Der Mann, wie gesagt, der wird später mal bei Man City spielen, bei Real Madrid. Den kriegen wir für 20, 25 Millionen auf jeden Fall verkauft. Je nachdem, was der noch für eine Gesamtstärke bekommt. Ja, ob die noch hochgeht oder nicht. Aber da bekommen wir auf jeden Fall ein bisschen was dafür. Ich sehe gerade, wir spielen in einem Stadion, wo wir keinen zweiten Rang haben. Sehr ungewöhnlich, aber ist wahrscheinlich auch neu hinzugekommen. Ich habe noch nie in diesem Stadion gespielt. Wie heißt das eigentlich? Ey, gibt es hier irgendwie einen Namen? Ne, gibt's nicht. Sonst haben da oben immer im Pausenmenü die Namen gestanden von den Stadien. Gibt's jetzt auch nicht mehr. Aber das ist halt so wie in jedem Spiel. Weißt du, in der ersten Halbzeit, da halten die Gegner noch weitestgehend gut mit. Da reicht dann auch noch die Kraft. Aber irgendwann, je länger das Spiel geht, desto mehr setzt sich halt auch dann am Ende die Qualität, glaube ich, durch. Fitness und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Platz. Dadurch, dass die beiden Außenverteidiger nicht mehr mit nach vorne kommen, direkt. Achtung, nächste Chance. Haben wir ja in der Mitte ein bisschen mehr Platz. Es schien so, als hätten die Außenverteidiger den Flügelspielern irgendwie den Platz weggenommen. Deswegen sah das so aus, wie es halt ausgesehen hat. Aber Arteaga kommt. Arteaga kommt, sieht da einen in der Mitte. Er sieht Quinones. Aber der war im Aus, okay. Wenn der nicht im Aus war und der jetzt abgepfiffen hat, dann bin ich aber richtig sauer. Aber es war meistens so, dass er entweder ist es abseits oder er war im Aus. Also in dem Fall war er, glaube ich, im Aus. Aber auch nur 2 Schüsse, ja. Ballbesitz, da kann ich mir nichts von kaufen. 6 Schüsse von RWE. Also die sind schon die bessere Mannschaft. Wir haben ja auch noch ein bisschen Ersatz. Also so ist es ja nicht. Wir können mit Janda nachlegen. Dann könnte Piazza vielleicht links spielen für Huerta. Der ist auch nicht mehr ganz so fit. Also im Vergleich. Wir haben Ginczek, den du vorne reinwerfen kannst. Dann kann Quinones auch hängende Spitze spielen. Och, was ist mit dem Rasen passiert? Oder war der Rasen schon immer so schlecht? Nee, ne? Das ist jetzt gerade während der Halbzeit ganz merkwürdig. Sind auf einmal diese dunklen Stellen dazugekommen. Wahrscheinlich die Halbzeitshow. Hat gerade irgendwie eine Band gespielt. Es war gerade eine Bühne aufgebaut. Eine ziemlich große Bühne. Na gut, so, weiter geht's. Hoffentlich... Oh, was für ein genialer Ball! Und Malagon. Also RWE hat auch Qualität. Die sehen auch solche Lücken. Ich schleiche mich schon mal weg mit Antuna aus gegebenen Gründen. Ja. Und jetzt gibt Gas. Hopp, Antuna. Die linke Seite, die gehört dir. Da muss Wiegel oder darf Wiegel nicht hinterherkommen. Und jetzt brauchen wir in der Mitte. Piazza läuft mit. Komm zum Tor hin. Jawohl. From box to box. Quinones. Was für ein geiler Konter. Den Greedy. Ach, auch vor unserer Fankurve ist er direkt daneben. Sehr stark. Aber da habt ihr mal die Qualität halt gesehen. Und das ist auch, wie gesagt, ich komme nochmal drauf zurück. Ich verstehe, was der User damit meint, ne? Dass es ein bisschen realistisch ist, weil Duisburg sich nie im Leben so viele freie Spieler oder generell kein Drittligist sich hier freie Spieler holt. Aber ich habe es ja auch begründet, ne? Mein Argument, dass ich halt in dieser Saison so viel es geht oder so gut wie es geht abschneiden möchte, also im Prinzip aufsteigen, und das geht halt nicht mit der Mannschaft, die ich hier vorgefunden habe. Und da ich zu wenig Geld habe, muss ich über Trick 17 gehen, über die freien Spieler, weil Jugendspieler, das wäre auch nichts geworden. Die hätten halt auch erstmal ein paar Jahre, ach du Scheiße, wie offen sind die denn? Quinones, schade. Die hätten auch erstmal wieder ein paar Jahre gebraucht. Und da ich nur eine Saison habe, wie gesagt, ich muss hier das Beste rausholen. Alles gut, aber ich verstehe auch die andere Seite. Überhaupt gar kein Problem. Trotzdem nochmal ein ganz, ganz großes
Dankeschön von meiner Seite, dass ihr auch bei der Karriere hier aktiv mit dabei seid. Freut mich natürlich, wenn ich hier eure Kommentare sehe und wenn ich weiß, die Karriere kommt sehr gut bei euch an. So, und jetzt ist es im Prinzip das Spiel, was ich von Beginn an wollte. Wieder viel Druck. Über den Flügel Diekmeyer, der macht sich auch mal bereit. Ja, zieht einen Gegenspieler weg. Wir haben tatsächlich ein bisschen mehr Platz. Dadurch, dass die Verteidiger halt auf der Außen bleiben. Ne, so ziehen die zentral offensiven Mittelfeldspieler mit rein. Und jetzt wird es ein bisschen brasilianisch hier. Quinones zum dritten. Da ist jeder Schuss ein Treffer bei dem. Das ist Wahnsinn. Absolute Spitzenklasse der Typ. Und auch beim Jubeln natürlich. Das gibt eine 10,0 in der B-Note. Das ist halt schon Wahnsinn hier. Zack, das geht ganz schnell. Die Abwehr ausgehebelt. Quinones dann mit rechts oben rein. Saisontornummer, weiß ich nicht, lass es 13, glaube ich, sein. Also jetzt mit den drei Dingern heute. Und wie gesagt, das ist dann halt auch Qualität. Wie hatte Glasner gesagt mal nach einem Spiel auf einer Pressekonferenz, Qualität kann man nicht trainieren. Ist halt so. In dem Fußball geht es halt darum, das hat auch nochmal irgendwer ganz schön gesagt, Fehler macht jeder. Es geht einfach darum, die Fehler möglichst gering zu halten. Wer macht die wenigsten Fehler? Wie gesagt, Fehler macht jeder, aber ein Verein auf Platz 14 hat dann offensichtlich mehr Fehler gemacht oder weniger richtig als Mannschaften, die unter den ersten 5 stehen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, fehlerfrei wird es nie gehen. Du kannst nur versuchen, die Fehler zu minimieren und weniger Fehler zu machen als der Gegner. Sehr, sehr schön. Arteaga. Reyes, der macht jetzt zu den Libero ganz außen, wenn er da mitläuft. Da habe ich gesehen. Arteaga wieder. Und jetzt Gustafsson, Piazza in der Mitte. Wieder Quinones. Ah, nee, schade. Dann hätte ich den Ball direkt weitergeleitet auf ihn. So, jetzt wird es hier schwer für Rot-Weiß Essen noch hier überhaupt was auf die Kette zu kriegen. Obus. Aber gegen Diekmeyer kannst du das mal machen. Gegen Diekmeyer ist sowas möglich, aber das ist dann Antuna. Diesmal über die andere Seite und auch der ist natürlich schneller als alle anderen hier. Jetzt Felibi kommt nicht hinterher. Kuruma ist auch noch da hinten und bei uns ist Quinones. Das erinnert mich so ein bisschen an Gerard Moreno. Der hat ja auch mal in einem Spiel 6 oder 7 Tore gemacht bei Villarreal. Jetzt hat er hier schon 4. 4. Tor. Ja, auch wieder ganz easy. Einmal mitgenommen und dann mit rechts ins lange Eck. Der geht auch natürlich nicht immer rein. Also ich glaube, wenn er 1, 2 Ligen höher spielt, dann muss er sich auch ein bisschen mehr anstrengen. Aber ja, dritte Liga funktioniert halt. Dritte Liga funktioniert da wirklich gut. Und das 4. Tor von Quinones müsste es sein, ne? Ich glaube nicht, dass noch irgendein anderer Spieler dazwischen getroffen hat. Und die nächste Chance, Fröde wieder. Das ist krass, 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 krass. Und natürlich, wer darf nicht fehlen? Es ist einfach, ja, ohne Worte. 5-1. 5er-Pack. Da muss er sich schon ein Auge zuhalten, aber mit dem zweiten sieht man doch besser. Hammerhart. Also wie gesagt, ich habe ja auch in den Simulationen gesagt, das ist schon teilweise ziemlich unfair, was wir hier machen. Aber gut, warum nicht? Eine Rekordsaison, nochmal hier zum Abschluss von EAFC 24, so über 100 Tore. Also wenn wir so weitermachen, werden wir auf jeden Fall die 100 Tore-Marke knacken. Da gehe ich mal fest von aus. Und vielleicht bleiben wir ja sogar ungeschlagen. Maschinen hier ohne Niederlage in Liga 2. Was ich aber nicht glaube, ich glaube bei irgendeiner Simulation vielleicht oder bei irgendeinem Live-Spiel, da wird mal die Konzentration nicht so da sein. Und dann werden wir wahrscheinlich auch mal 1, 2 Niederlagen bekommen, aber weitestgehend werden wir hier die Spiele gewinnen.
Ob sie dann immer so deutlich sind wie jetzt hier gegen Rot-Weiß Essen 5-1, da fragst du dich, wie wir hier 1-0 zurücklegen konnten. Egal, also nächster Sieg. Wir bleiben oben dran. Die Konkurrenz muss weiter zusehen, wie sie uns irgendwie versucht einzuholen. Quinones, natürlich Julian Quinones, Mexikaner, aufgegabelt von den Straßen Mexico Cities aus den Käfigen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Typ und ich bin gespannt, wohin seine Reise dann noch geht. Wir waren auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Wir haben, glaube ich, aus 6 Schüssen 5 Tore gemacht. Da ist halt wieder der Satz, ne, Qualität setzt sich irgendwann durch. Du gehörst weiter zum Team Kaspar Janda. Wir können natürlich jetzt auch mal ab und zu durchwechseln, dass wir hier wirklich nicht... Alter, das ist schon ziemlich heftig, ey. 10 Punkte Vorsprung auf Saarbrücken. Dresden dahinter, die haben schon 11 Punkte Rückstand. Also wenn das so weitergeht in dem Rhythmus, dann sind wir ja quasi schon nach der Hinrunde aufgestiegen. Aber wir machen das schon. Nächstes Spiel ist jetzt gegen Erzgebirge Aue. Da könnte ich ja eventuell auch mal das Team ein bisschen durchwechseln, dass zum Beispiel Janda auch mal spielt. Dann kommt Piazza mal auf die Bank. Hallo Boss, ich würde gerne im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Jungs, machen Sie Sorgen, genau. Diekmeyer, ich weiß nicht, ob du irgendwie Tomaten auf den Augen hast. Wir sind mitten im Titelkampf. Wir sind die beste Mannschaft der 3. Liga. Ich weiß nicht, ey. Sieht er irgendwie eine andere Mannschaft als ich? Das Ausrufezeichen bei Piazza stört mich so ein bisschen. Was müssen wir denn da einstellen? ZOM? Nee. Linkes offensives Mittelfeld? Ja, geht natürlich nicht. Aber ich verstehe nicht. Er kann doch Mittelstürmer oder zentral offensives Mittelfeld spielen. Das ist ja seine Position. Warum wird das bei ihm dann so als Fehler angezeigt? Weiß ich nicht. Wenn wir das hier vielleicht wechseln. Stürmer kann er auch nicht. Ach, weißt du. Was soll's. Also, wir machen so weiter. Wir rollen quasi auf einer Erfolgswelle bis hin zur Hinrunde, die wir jetzt auch bald beendet haben. Wir gucken nochmal gemeinsam kurz auf den Kalender drauf. Also, nächstes Spiel auch wieder Live-Spiel. Dresden machen wir live. Ingolstadt auch und dann Mannheim. Boah, Bielefeld müsste ich eigentlich auch live spielen. Ich könnte ja auch einen Wechsel machen. Ich könnte ja das hier simulieren. Dann mache ich Bielefeld als Live-Spiel und dann mache ich nochmal Halle und Ulm als Simulation. Und Münster kann ich dann vielleicht auch noch mitnehmen und dann geht ja die Rückrunde schon los gegen Lübeck. Ich lasse mir da was einfallen, aber bis dahin ist da noch ein bisschen. Also, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und am Ende doch nochmal der Aufruf, schaut unten in die Videobeschreibung. Schaut euch das Video an über IAFC 25, das Karrieremodus-Voting. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn da noch möglichst viele Leute mitmachen. Und jetzt bin ich raus. Macht's gut, euch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao.